Heute schon. Oh, super. Vielen Dank. Wow, heute schon. Rock and roll has got to go. For here in person comes the singing sensation, the greatest new star of... Yes, here comes Elvis Presley. Also ich muss sagen, jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht, dass das Päckchen heute schon gekommen ist. Meines Wissens wäre der Erscheinungstermin erst gewesen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Ja, und hier haben wir sie. Die Jubiläumsausgabe zum 50. Elvis Aloha from Hawaii. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas Elvis, ein Unboxing und ein Review. Und ich bin ehrlich gesagt etwas erstaunt. Normalerweise gehöre ich nicht zu denen, die Veröffentlichungen schon vorab oder früher bekommen. Aber heute scheint es so gewesen zu sein. Möglicherweise liegt es auch daran, dass es die Vinyl-Ausgabe ist. Ich weiß es nicht, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe sie gestern erst bestellt und habe sie heute bereits bekommen. Wunderbar, vielen Dank an Michael vom TCB Shop. Wie immer eine super Sache hier. Und ja, wir haben sie ausgepackt und wir werden jetzt gleich mal das Unboxing fortsetzen. So, und damit haben wir sie schon ausgepackt. Hier die Vorderseite, wir kennen das altbekannte Logo. Man hat hier also ja, die ganz normale von der 73er Originalveröffentlichung genommen. Hier haben wir die Rückseite mit der Titelauflistung und da ist mir hier gleich was aufgefallen, das habe ich gleich bemerkt gerade. Und zwar Recorded Live at the Honolulu International Center Arena January 24. No. Es war am 14. Januar, nicht am 24. Januar 1973. Die Uhrzeit stimmt, 12:30 Uhr AM. In diesem Zusammenhang verweise ich auf mein Video, zwei Videos, die ich zu Aloha from Hawaii gemacht habe. Das eine Allgemeinbesprechung von der Show und dann hatte ich ja einen Livestream gemacht, 50 Jahre danach, exakt zur gleichen Uhrzeit. Könnt ihr euch beides anschauen, habe ich euch oben verlinkt. So, jetzt klappen wir mal auf und auch innen haben wir die Original-Innenhülle mit diesen Wir lieben Elvis in verschiedenen Sprachen. So, dann nehme ich mal die LP heraus. Ah, das ist interessant, da haben wir jetzt eine Bilderhülle. Und wir schauen mal drauf. Aloha from Hawaii via Satellite, released February 15th, 1973. Das müsste ich jetzt überprüfen, aber ich glaube, das stimmt. Die erschien etwa, ich glaube, 4 Wochen danach. Auf jeden Fall weit vor der Ausstrahlung, denn die Ausstrahlung in den USA war ja erst am 1. April 1973. Original Recording Engineers Al Pachuki und Dick Baxter. Originalmix bei Dick Baxter at RCA Studios New York, 24. Januar. Aha, das heißt, der Mix ist vom 24. Januar, die Live-Aufnahme natürlich vom 14. Januar zu dem Zeitpunkt, als die Show war. Die Musiker sind alle aufgelistet, diesmal sogar Ronnie Tutt. Der war ja bei On Tour, ging der ja irgendwie flöten, ja, der war nicht mit dabei. So, das heißt, wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, die Original-Show vom 14. Januar 1973. Wir schauen uns mal die LP an, die A-Seite, die B-Seite. Wir legen sie dann natürlich auch auf, jetzt dann den Review dazu geben, aber erstmal muss ich sie ordentlich verpacken. Die sind wieder in ganz normalen Papierhüllen. Aber vorher schauen wir uns erst nochmal die LP Nummer 2 an. Da hat man jetzt dieses Foto drauf. Also über Geschmack lässt sich ja streiten, liebe Freunde, aber ich finde das Foto furchtbar, ja, aber da stehe ich nicht alleine. Viele Elvis-Fans haben das schon kritisiert, scheint aber bei der Originalausgabe auch mit dabei gewesen zu sein. Es ist übrigens ein Fake-Foto bzw. eine Fotomontage, wie man hier schön sehen kann, ja. Das Foto, das wir hier haben, ist aus dem April 72 von der Tour, also nicht von der Aloha Show.
Und ja, die hawaiianischen Damen, das hat man alles so zu einem Bild komponiert quasi. Wir drehen rum. Hier finden wir eine Werbung für Elvis on Tour. Available now steht hier. Celebrating the 50th anniversary of the Golden Globe winning documentary film Elvis on Tour. Also da wird hier nochmal Werbung gemacht dafür. Also Werbung für Elvis on Tour. Jetzt werdet ihr sagen, warum bin ich da so gespannt, welche Titel und so weiter. Ich kann euch das erklären. Für mich war das jetzt wirklich die spannende Frage, was bekommen wir in diesem LP-Set? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Zunächst mal, es gibt ja auch noch das CD- und Blu-ray-Set. Ja? Der eine oder andere wird sich das bestellen. Da sind die beiden Shows, also die Originalshow vom 14. Januar 73, dann die sogenannte Rehearsal Show vom 12. Januar 73. Dann ist eine CD mit den ganzen Outtakes von den Zusatzsongs, die aufgenommen wurden. Sprich Ku'u Ibo, Early Morning Rain, Blue Hawaii, ja, weiß ich, bringe jetzt nicht alle zusammen, ist auch egal. Ist auch jetzt auch nicht so wichtig. Die sind auf der dritten CD und dann gibt es noch eine Blu-ray mit dem Konzert. Da bin ich jetzt schon gespannt, was die Kollegen von den anderen YouTube-Kanälen zum Thema Elvis zu berichten haben, was vor allem die Bildqualität und die Soundqualität betrifft. Denn bislang gibt es Elvis Aloha from Hawaii ja nur in Anführungszeichen auf DVD. Ich nehme an, die meisten von euch kennen dieses Set, ja, 2004 erschienen im Übrigen, mit eigentlich allem, was es zu Aloha from Hawaii ja, gibt. Mit den beiden Shows und den ganzen Extras. Das Ganze auf DVD mit einer Original-Eintrittskarte war damals mit dabei. Und das ist diese Deluxe Edition DVD aus dem Jahr 2004. Ja, und jetzt stand aber in der Ankündigung für die LP, für die Doppel-LP hier, jetzt zum 50. Jubiläum, stand zu lesen Highlights from the Box Set, also Höhepunkte vom Boxset. Da stand nicht die Original Aloha Show oder die Rehearsal Show oder was auch immer, sondern da stand Highlights vom Boxset. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, ob wir jetzt vielleicht sogar eine Mischung aus beiden Shows bekommen. Das wäre auch mal interessant gewesen, denn beide Shows haben ja ihre Highlights, sowohl die Original Aloha Show wie auch die Rehearsal Show, finde ich, haben beide ihre Highlights. Ja, und das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn wenn alle Angaben hier stimmen, dann ist es tatsächlich die Original Show, die wir jetzt bekommen. Und zwar natürlich nochmal im Remix. Und da schaue ich jetzt gerade, wo das eigentlich draufsteht. Ich finde das hier nirgends. Ich finde nur den Original-Mix von 73, Original Recording Engineers. Das ist natürlich jetzt interessant. Sollte man uns den Original-Mix von 73 in einem Neuaufguss angeboten haben? Ich hoffe doch mal nicht. Denn da wäre ich jetzt wirklich sauer. Denn die Original Aloha habe ich bereits. Also liebe Freunde, ich habe euch das jetzt erspart. Ich habe jetzt hier reingehört, im Hintergrund läuft es noch. Es ist definitiv der Mix von 1973. Nicht, dass ich was gegen diesen Mix hätte, ganz im Gegenteil, ich finde ihn super. Aber das ist nicht das, was angekündigt wurde, liebe Freunde. Ich habe jetzt nochmal, werde euch gleich einblenden, nochmal die Presseankündigung gelesen. Da steht nirgends, dass das Doppel-LP-Set einen anderen Mix beinhaltet als das CD-Blu-ray-Set. Von daher bin ich jetzt schon etwas genervt, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich bekomme jetzt im Prinzip das gleiche, was ich schon seit 1973 habe ich es nicht gekauft, da war ich noch, war jetzt 6 Jahre alt, war später, aber ich bekomme definitiv das gleiche, ist das, was ich schon habe, und nee, geht eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was immer sich hier RCA dabei gedacht hat, dass man jetzt hier den Originalmix nochmal veröffentlicht, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. So schön wie er ist, aber wir finden hier nichts drauf, nirgends einen Hinweis darauf,
dass das der Mix von Matt Ross Spang ist, und der hat mich wirklich sehr interessiert, weil der gerade bei Elvis on Tour, wie ich finde, eine spannende Arbeit gemacht hat. Könnt euch dazu mein Video, ich verlinke es oben mit rein, ansehen zu Elvis on Tour. Das war wirklich ein spannender Mix, wie ich finde, mutig auch ein bisschen, aber nicht ohne Charme. Also ich fand es schon gut. Insofern hätte mich jetzt tatsächlich mal interessiert, die Aloha Show in diesem Mix. Na gut, über die Download-Streaming-Plattformen werden wir es bekommen. Aber ja, also alles in allem, liebe Freunde, ihr bekommt hier nichts Neues. Ja, ihr bekommt es schön aufgemacht. Habe ich ja die Hüllen gezeigt, ja. Aber ihr kommt musikalisch, bekommt ihr den Originalmix von 1973. Gut, das Remastering ist natürlich top. Der Sound ist exzellent, keine Frage, aber eben nicht wirklich etwas Neues. Insofern bin ich heute, euer Gerd, enttäuscht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mir jetzt mal überlegen, ob ich sie überhaupt behalte oder ob ich sie wieder zurückgehen lasse, weil das ist eigentlich ein Unding für mich. Ja? Verstehe ich nicht, was Sony sich hierbei denkt bei so etwas. Aber gut, okay. Nichtsdestotrotz, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hätte das Video jetzt gar nicht gemacht, aber Unboxing, Review, ja, und ihr wart jetzt live dabei. Und ja, da kann eben auch mal was in die Hose gehen. Ich bedanke mich für euer Interesse, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao, servus, euer Gerd. Long live the King. Ciao.